herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 11. Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas aus der Kategorie eigene Abenteuer. Ja, wir kehren wieder nach Pergamon und schauen mal, was uns dort erwartet. Hier sitze ich, Thasius Nestor Clementio, und warte auf die Rückkehr der Kundschafter, die ich aussandte. Mein Olivenbrot mag mir heute nicht richtig schmecken. Zu gespannt bin ich auf neue Nachrichten. In der Ferne Pferdegetrappel. Und endlich, da kommen sie. Midas. Unser alter Freund Midas steckt also hinter all den Schandtaten, die die Amazonen begingen. In einer peinlichen Befragung Hippolytes, der Anführerin der Mileter, konnten unsere Spione diese Information erlangen. Anscheinend nimmt Midas den Verlust seines, im Vergleich mit unserer vor kulturellen Würde glänzenden Stadt, doch mickrigen Kaffs etwas zu ernst und ist auf dumme Gedanken gekommen. Sollte dies seine Rache werden? Jedenfalls berichten die Kundschafter weiter, dass er seine Getreuen um sich schart und unweit des von Athene verwüsteten Fleckens Erde, der einst Gordion hieß, ein Feldlager errichtet. Des Weiteren soll er den Aufbau eines Flottenstützpunktes direkt vor unserer Küste planen. Wir müssen ihn aufhalten. Erst wenn uns Midas keinen Sand mehr ins Getriebe streut, können wir unseren kulturellen Auftrag erfüllen und aller Welt sowie der Gesamtheit der Götter des Olymps zeigen, wie kreativ und unerschütterlich das Volk der Atlantiden ist. Die 11. und auch wahrscheinlich letzte Episode dieses umfangreichen Abenteuers trägt den Titel, oder eher die Frage, ein Freund bleibt immer Freund? Und damit ist Midas gemeint. Unser König von Gordion, der uns anfänglich so unterstützt hat, hat uns zum Schluss doch hintergangen und die Amazonen auf uns aufgehetzt. Naja, und nun müssen wir das Heerlager von Midas und die Flotte von Midas regieren, die sich entsprechend für unseren Untergang zusammengefunden hat. Aber nicht nur das, wir brauchen die Unterstützung von 4 Fregatten. Unsere Stadt Pergamon muss den Tempel des Olymps und den Altar des Olymps gebaut haben. Na, dann schauen wir mal, was uns in dieser finalen Episode noch so alles widerfahren wird. Natürlich gehen wir auch in dieser Episode nochmal kurz in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Wir haben in der letzten Episode das Heiligtum und den großen Schrein für Hera errichten müssen und somit haben wir eine Verbündete, die uns den wütenden Zeus vom Halse hält. Das ist sehr gut. Ja, und mittlerweile können wir auch Weizenfarmen errichten, die wir natürlich hier um das Heiligtum der Demeter platzieren, die fleißig unsere Weizenfarmen auch segnet. Naja, und Hera segnet natürlich unsere Orangenplantagen. Ja, unser Hippodrom mussten wir auf 52 Stadien erweitern. Ja, und ansonsten haben wir hier eine sehr lebhafte und pulsierende Stadt, unser Pergamon. Hier mit dem Wohngebiet der gehobenen Wohnung, welches wir jetzt hier maximal ausgebaut haben. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass Midas Flotte entdeckt wurde. Ja, dann gucken wir uns auch direkt nochmal die Weltkarte an. So, Midas Heerlager ist hier in der Nähe der ehemaligen Stadt Gordion, die ja von Athene zerstört wurde. Gut, das müssen wir entsprechend regieren. Wir haben unseren Handelspartner Pontus, der Weizen, Wolle und Olivenöl bei uns kauft und Rüstung verkauft. Lemnos ist unsere Kolonie. Wir kriegen 12 Seeigel jährlich als Tribut, kauft Holz und Marmor, verkauft Seeigel und Wein. Der Berg Smolikas, jetzt weiß ich, wie es richtig ausgesprochen wird, kauft Wein und verkauft uns Wolle. Delphi ist unser Vasall, wir kriegen 4500 Drachmen jährlich als Tribut, kauft bei uns Orangen und Olivenöl und verkauft uns Weizen. Epidaurus ist
Nun, unser Vasall, in der letzten Episode mussten wir unseren Verbündeten angreifen und regieren. Wir kriegen 16 Stränge Wolle jährlich als Tribut, kauft bei uns Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen und ist verbittert. Das können wir mal direkt ändern, indem wir ihm ein großes Geschenk Fleisch geben. Sparta ist unsere Kolonie, wir kriegen 10 Rüstungen jährlich als Tribut, kauft Wolle und Olivenöl, verkauft Fleisch und Rüstungen. Olympia ist unser Vasall, kauft Rüstungen und verkauft uns Oliven und Olivenöl und wir kriegen 5 Oliven jährlich als Tribut. Syrakuse war mal unser Verbündeter, ist jetzt unser Rivale, braucht Orangen, produziert schwarzen Marmor und Orikal. Atlantis ist ein entfernter Ort, verkauft nur, nämlich Orangen, Orikal und Olivenöl. Kythera ist unsere Kolonie, wir kriegen 16 Weizenstränge jährlich als Tribut, kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Weizen, Oliven und Olivenöl. Phaistos ist ein Rivale auf Kreta, braucht Skulpturen, produziert Marmor, Trauben und Wein. Delos ist unser Verbündeter, kauft Olivenöl, ist verärgert, kriegt ein mittleres Geschenk Olivenöl. Kolonie Thera. Wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft Weizen und Wolle, verkauft Bronze und Marmor, ist verbittert. Haben wir Weizen? Na, haben wir nicht. Dann würde ich ihm ein mittleres Geschenk Wolle geben. Gut. Dann haben wir noch Milet als unser Vasall, kauft Weizen und Orangen. Ja, und hier haben wir Midas Flotte, auch unser Rivale, braucht Fleisch, Holz, Rüstung und Wein. Gut, was machen wir als erstes? Ich hatte ja in den vorherigen Folgen schon gesagt, dass ich hier noch ein drittes Wohngebiet aufbauen möchte. Das werde ich auch jetzt tun. Vorher gucken wir aber noch mal hier in die Poseidon-Pyramide. Da ist nämlich der Altar des Olymps. Den könnten wir schon mal platzieren. Das wäre doch hier ein schöner Ort dafür, wenn das passen sollte. Nein, es passt nicht. Das sieht aber auch nicht aus, ne? So, hier passt es leider auch nicht rein, wegen dieser Steine. Thera ist dankbar für die Wolle. Bitteschön. Ja, wir können ihn hier hinbauen. Achso, vielleicht sollten wir mal, das sehe ich gerade, unsere Schiffe, beziehungsweise die Mannschaft der Schiffe mal wieder nach Hause schicken. So, und dann haben wir jede Menge Arbeitslose und dann können wir die Gewerbe wieder anmachen, nämlich Waffen, Pferde, Wagen. So, das reicht, glaube ich, erstmal, oder? Ja. So, um die anderen Gewerbe jetzt aufzubauen, sollten wir tatsächlich dann das dritte Wohngebiet aufbauen. Der Berg Smolikas wird zornig. Okay. Delos wird zornig. Okay, ja, dann seid ihr halt zornig. Kann ich jetzt auch nicht zu. Ich meine, hier haben wir natürlich auch noch Platz, ne, für den Altar des Atlas. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal unser drittes Wohngebiet auf. Dann können wir mal sehen, ob wir vielleicht noch ein anderes hübsches Plätzchen für dieses Bauwerk finden. Hier haben wir unser drittes Wohngebiet, haben wir jetzt auch schon entsprechend angeschlossen. Die Agora ist schon gebaut. Wir brauchen natürlich jetzt hier noch den Architekten. Und wir brauchen den Brunnen. Na, da können wir, glaube ich, das Stück hier Allee aber hier wegnehmen für den Brunnen. Ich glaube, wir können die komplett wegnehmen, hier die Allee. Und dann können wir hier noch das Steuerbüro bauen. Dann würde ich jetzt erstmal hier innen drin alles parzellieren.
So, und ich habe ja hier dieses Silo gebaut. Das würde ich jetzt, glaube ich, auch nochmal anders bauen. Wenn wir jetzt hier entsprechend unser drittes Wohngebiet haben, wäre es doch eigentlich besser, wenn wir hier ein Silo noch hätten. Nämlich so. Und dann würde ich nämlich die Sperre hier hinsetzen. Und dann kann der Architekt nämlich da noch entlang. Oh, er braucht aber nicht hier lang. So. Und dieses wird jetzt entsprechend Orangen holen. So, Weizen kann auch noch angenommen werden. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Klinik. Steuerbüro. Wo können wir das hinsetzen? Setzen wir es so, ne? Dann würde ich hier, glaube ich, noch ein Stück Allee setzen. Ja. Und dann können wir hier das mit den Parkanlagen schon mal machen. Und mit den 2 Denkmälern. Der Handel mit Delos wird ausgesetzt. Kriegt von uns Olivenöl und dann trotzdem wird der Handel ausgesetzt. Okay, so, dann können wir hier auch schon mal den Lebensmittelhändler aufbauen. So, und den Wollhändler können wir auch schon mal aufbauen. Wir können sich hier aus diesem Zentrum bedienen. Das ist auch gar nicht schlecht. So, mal eben kurz gucken. Ich wollte ja hier noch die Klinik bauen. Mal kurz gucken, wie wir das bauen. Die Klinik kann hier hin. Das Labor kann hier hin, ja. Das Observatorium kann hier hin. Das passt. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. So, wir brauchen allerdings als erstes die Bibliothek. Die kann hier hin. Dann brauchen wir noch hier eine Sperre. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Dann kann noch das hier entsprechend parzelliert werden. Das hier. Und ja, das passt jetzt nicht mehr so, aber es macht nichts. Dann kommt hier das Stückchen Allee weg, dann kommt hier das Labor hin. Dann haben wir, glaube ich, alles, oder? So, dieses Silo hat wieder keine Nahrungsmittel. Ja, wir verkaufen jetzt Weizen. Das sollten wir vielleicht jetzt mal nicht mehr tun. Und zwar hier bei Terra. Okay, und dann mal den Verkauf von Weizen stoppen. So, und hier können wir jetzt nochmal jede Menge Weizenfarmen bauen. Ich bin die Bauoption übrigens jetzt nicht mehr durchgegangen. Das können wir hier abreißen. Und wir haben schon 5000 Einwohner in Pergamon. So, wir müssen hier natürlich die Straße jetzt rumbauen, wenn wir hier noch weitere Weizenfarmen bauen wollen. Gut, hier bauen wir aber auch noch einen Architekten auf. Ja, das sieht doch hier recht gut aus. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? 60 Arbeiter werden benötigt, aber da wandern jetzt noch jede Menge Bürger ein. So. Oh, Jahresanfang, wir nehmen Tribute an. So, oh, da haben wir schon die ersten Arbeitslosen. Ja, ich glaube, ich baue den Tempel des Atlas dann doch hier auf.
Das ist, glaube ich, noch so die schönste Ecke hier jetzt. Na. Altar des Olymps heißt es übrigens. Nicht Tempel des Atlas. Okay, Entschuldigung. Kunsthandwerkergilden, nicht vergessen. Bauen wir sie hier hin. Was brauchen wir? 107 Marmorplatten, 127 Platten schwarzen Marmor, 16 Ladungen Holz und 33 Ladungen Aurikat. Naja, das kaufen wir ja ein. Hier bei Atlantis. Ja, und ich glaube nicht, dass wir in dieser Episode noch einen Held rufen. Dann können wir das jetzt hier auch verschönern. Ne? Da könnte man jetzt einen Fischteich reinsetzen. Komm, tun wir das hier weg. Wir haben ja genug Denkmäler. So, wir haben wieder Arbeitslose. Wir können die restlichen Gewerbe jetzt mal anschalten wieder. Ja, jetzt brauchen wir wieder Mitarbeiter. Was brauchen wir? 138, aber ihr seht, wandern jede Menge Bürger hier ein. Na gut, komm, das Lohnniveau nochmal auf hoch. Ja, und das brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Wir verkaufen Fleisch noch. Bei Epidaurus, naja gut, komm, dann lassen wir es. Gut, ja komm, bauen wir noch das Observatorium hier auf. Und das Labor, dann ist das nämlich hier entsprechend fertig. Ja, das mit dem Olivenöl, da warten wir noch ein bisschen mit. Was ich allerdings noch mal bauen möchte, okay, wir haben hier Universität und eine Erfinderwerkstatt und hier, das müsste eigentlich reichen, oder? Ja, hier unsere Armee ist noch nicht komplett wieder regeneriert nach dem Kampf gegen Epidaurus. Na, da fehlen noch ein paar Streitwagen, aber ich glaube, danach könnten wir anfangen, das Heer von Midas anzugreifen. Wie gesagt, das ist das Maximum mit unseren 5 Kriegsfregatten. Die 6. hätte ich gern noch gebaut, habe aber leider nirgendwo richtig Platz dafür. Ja, hier hätten wir noch Platz. Aber wir kommen hier auch nicht rüber mit einer Brücke, oder? Wir könnten das ja mal ausprobieren, oder? Nee, das geht nicht. Nein. Tatsächlich geht es hier. Dann könnte man diesen einen Seeigelkai hier wegnehmen. So. Und dann könnten wir doch hier noch eine hinbauen, oder? Jawohl, das geht. Das wären die 6. und letzte. Und dann kommt der Architekt hier noch hin. Und eine Sperre nicht vergessen. So, dieses Silo nimmt auch Weizen an, okay.
Und der Weizen wird geerntet. Ja. Das Silo kann ich jetzt abreißen hier. Und dann magische Steinkreise. Ja, hier können wir alles mit Gärten oder Parks ausfüllen. Hier auch. So, hier können wir auch schon mal die Parks errichten. Der Handel mit Delos geht weiter. Ja, das ist ja schön. Ja, was machen wir jetzt hier? Fragen wir mal Atlas. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, vielen Dank, Atlas. Ja, komm. Mal richtig hier mit den Weizenfarmen klotzen. So, und dann können wir auch noch mal Wasserspiele. Da gibt es auch unterschiedliche, ne? Die drehen sich auch irgendwie. Ja, unsere Fregatte wird schon gebaut. Und ist fertiggestellt. Und dann warten wir jetzt noch, bis das Orikal da ist. So, Jahresanfang. Tribute stehen an. No, Zwiebeln können wir gar nicht mehr annehmen. Rüstung auch nicht mehr. Wir haben alles mehr als genug. Meine Güte. So, hier können wir auch noch ein bisschen was verschönern, oder? Also erstmal kann das hier weg. Und dann bauen wir das hier einmal drumherum. So, der Architekt, da bauen wir nur noch einen zweiten, nämlich hier. Ja, mittlerweile sind alle unsere Soldaten jetzt hier ausgebildet. So, und diese Fregatte hat auch entsprechend Orikal bekommen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich maximale Truppenstärke. Also es geht jetzt wirklich nichts mehr. Trotzdem machen wir mal ein Safe Game und dann greifen wir ja das Heer von Midas mal an. So, dafür bemannen wir unsere ganzen Fregatten. So, das Heerlager können wir, glaube ich, gar nicht mit unseren Schiffen angreifen, oder? Nein. Abbrechen. Dann werden wir Midas Flotte angreifen. Weil da geht es auf jeden Fall. Wir nehmen Kythera mit. Gut, dann schicken wir die los. Und wir müssen natürlich hier das nochmal auf sehr hoch stellen. Und ja, komm, hier Silber brauchen wir jetzt nicht in Betrieb zu nehmen.
Ja, so kann es dann erstmal bleiben. So, weitere Verschönerungen. Ja, und wir könnten hier, glaube ich, aber auch eine Allee bauen. Ne? Da bräuchten wir, naja, wir haben jetzt hier die Kunsthandwerkergilden gebaut. Und hier ist das, oder der Handelsposten von Olympia. Das könnte man nachher mal entsprechend umbauen. Ich möchte noch so ein paar repräsentative Straßen haben. Oh, und Midas Heerlager beginnt eine Invasion. Na ja, gut. Habt ihr eigentlich mal auf unsere Stadtkasse geguckt? Da mache ich mir jetzt keine Gedanken, es sei denn, sie verlangen mehr als 400.000 Drachmen. Das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. So, solange wir jetzt hier noch tatsächlich warten, ob wir gewinnen, müssen wir hier das auch mal ein bisschen verschönern. Das bauen wir anders. So, es ist schon soweit. Midas Heerlager beginnt die Invasion. Mit 3.375 Drachmen können wir uns freikaufen. Also das machen wir. Okay, dann könnt ihr wieder von dann gehen. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Bauen wir das so? Mhm. So, dann können wir doch hier noch Bänke bauen. Und wir haben Midas Flotte erobert. Sehr schön. Gut, ja, das können wir so lassen. Da würde ich vielleicht noch hier Parks hinbauen. Ja. So, hier können wir jetzt den Ölhändler entsprechend noch auf der Agora platzieren und dann kann sich das maximal entwickeln. So, wir haben noch ein paar Denkmäler. Da können wir doch hier noch welche hinsetzen. So. Die siegreichen Krieger kehren zurück. Wunderbar, dann schauen wir mal eben, wie es aussieht. Moment, hier. Eine Kriegsfregatte muss gebaut werden. Ja, und wir haben einiges an Wagenlenkern verloren. Gut. So, und hier ist das Olivenöl jetzt auch endlich angekommen. Ja,
das sieht doch toll aus. Was für eine Stadt. So, Midas Flotte ist ja jetzt unser Vasall. Wir kriegen einen Drachmen jährlich als Tribut. Kauft Fleisch, Holz, Rüstung und Wein. Ja, komm. Dann das Pier von Midas Flotte. Oh, ob wir da noch ein Plätzchen für haben? Hier. So, wir können Rüstungen verkaufen. Und Holz. So, wir können die Mannschaft unserer Kriegsflotte nach Hause schicken. Das Lohnniveau auf normal. Ja, haben wir immer noch jede Menge Arbeitslose. Und wir können jetzt sukzessiv hier natürlich die Kriegsfregattenhäfen wieder anschalten. Wir können allerdings hier auch noch eben die restlichen Weizenfarmen bauen. Oh. So, und dann kommt nämlich hier noch ein Architekt hin. Naja, also Weizen haben wir doch jetzt mehr als genug. Den können wir jetzt doch wieder verkaufen, ne? So, hier kommt wieder jede Menge Baumaterial. Hohe Arbeitslosigkeit ist weiter ein Problem. Wir nehmen unsere Tribute an. Ja, ich glaube, wir können bald gar nichts mehr annehmen. Nee. Geld können wir immer annehmen. Nur die Wolle ist auch schon voll. Ja, Rüstungen können wir weiter verkaufen. Okay. Und dann können wir hier die doch schon mal wieder in Betrieb setzen. Was haben wir dann? Ja, immer noch recht viel, ne? Ja. Besser. Habe ich denn irgendein Gewerbe noch ausgeschaltet? Ach ja. Das können wir auch wieder anschalten. Ja, da sieht das auch gut aus. Ja, wir können die Olivenölproduktion auch noch vorantreiben. Wir können diese Straße mal so bauen hier. Ja, da haben wir einen Loop. Wir können hier noch Seeigelkais bauen. Nein, hier. Landarbeiterlager. Tja, jetzt kann man bauen, so viel man will. So, wie sieht es eigentlich aus? Terra ist treu und würde uns auch keinen Militärschlag geben. Das ist schade. Okay, in den könnten wir ein Geschenk machen, und zwar Weizen.
Kythera ist verbittert. Oh Gott, ja. Wir kriegen jetzt erstmal schwarzen Marmor. Sparta ist engagiert. Ja, die würden einen Militärschlag machen. Wir müssen für das Heerlager, glaube ich, einen Militärschlag anfordern. Ja, wieder wird das Heerlager von Midas eine Invasion starten. Und Kythera, Dank für den Marmor. Bitte gerne. So, und ich sehe gerade, haben wir hier kein Olivenöl. Obwohl, da kommt gerade welches. Jawohl, okay. Arbeitsmarkt, der Handel mit Berg Smolikas wird ausgesetzt. Ja gut, dann... Ja, wir haben noch hier entsprechend Kapazität. Nochmal ein Landarbeiterlager. Man kann nie genug Olivenbäume haben. Oh je, ich sehe gerade, wie viele Oliven haben wir denn hier? Da sollten wir eher Olivenpressen bauen, ne? So, mit 1125 Drachmen können wir uns freikaufen. Ist aber nicht viel, ne? Terra, Dank für den Weizen. Bitte schön, Invasoren bestochen. Oh, hier sehe ich gerade, fehlt eine Sperre. Und hier auch. So, mittlerweile haben wir jetzt den Sockel von unserem Altar des Olymps auch fertiggestellt. Da kommt das Holz für die Transportrutsche. So, und ich wollte ja hier nochmal eine Allee bauen, ne? Mhm. Wir benötigen Mitarbeiter. Was ist los? Eine Rückentwicklung? Nein. Aber hier. Oh, Nahrungsmittel fehlen. Okay, das ist nicht gut. Nee, Olivenöl fehlt. Okay, wir müssen den Verkauf von Olivenöl mal wieder stoppen. Rüstung, Holz und Rüstung. Okay. So, und dann haben wir, glaube ich, alles ausgeschaltet. Okay. So, Jahresanfang, Tribute, die wir nicht mehr annehmen können. Nein. Nein, die können wir alle nicht mehr annehmen. Außer die Rüstung auch nicht mehr ganz. Okay. Ja, und das Limit müssen wir hier erhöhen. Das muss auch jetzt mal 20 sein. 3 große Wohngebiete und das große Gebiet der gehobenen Wohnungen versorgen sich hier alle aus diesem Versorgungszentrum. So, hier wartet man auf Material. Da könnte Atlas uns noch mal helfen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Dankeschön. Oh, es brennt. Wo brennt es? Hier, weil ich die Sperre da gebaut habe. Das bin ich selber schuld. Mal gucken, ob der Architekt das noch schafft. Ja, Gott sei Dank. So, das Olivenöl ist auch hier wieder
angekommen in diesem Wohngebiet. Wie sieht's aus? Ja, komm, einmal nach ganz hoch und dann ist das gut. Da wandern sie ja wieder alle ein. Ach ja, Midas Heerlager beginnt wieder eine Invasion. Ja, kommt mal ruhig. Poseidon straft Kythera. Ich, Peheros von Kythera, habe etwas Schreckliches getan, Dominus. Ich habe Poseidon, den Herrn der Meere, verärgert. Und jetzt hat er eine große Flutwelle über meine Stadt geschickt. Die reißenden Wasser haben die meisten Gebäude meiner Stadt fortgerissen und es wird eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben. Ich werde mit ihnen keinen Handel treiben können, während ich versuche, Kythera wieder aufzubauen. Wie doof. So, jetzt haben wir wieder mehr als genug Olivenöl. Dann können wir das Olivenöl wieder verkaufen. Gut. So, ein Monat noch. Und der Handel mit Bergs Molikas geht weiter. Ja. Können wir noch ein bisschen Wolle einkaufen. Allerdings Wolle kriegen wir ja auch als Tribut. Das könnten wir eigentlich auch mal einstellen, oder? Naja. Lassen wir es jetzt. Ja, wir werden jetzt versuchen, das Heerlager von Midas anzugreifen. Dafür machen wir aber erstmal ein Safe Game. Immer wieder. So, wir werden jetzt Folgendes versuchen. Sparta wird einen Militärschlag durchführen gegen das Heerlager von Midas. Okay. Und wir werden jetzt alles anwerben, was wir anwerben können. Wir nehmen Thera mit und hoffen, dass wir das schaffen. Oh, jetzt dürfen wir aber richtig viel zahlen, nämlich 29.750 Drachmen. Das bezahlen wir. So, die marschieren gen Midas Heerlager und die Invasoren wurden bestochen. Gut. So, dann können wir das hier auch schon mal ändern. Mit meiner Allee. So, und dann bauen wir den Handelsposten wieder auf. Von Olympia. So, und da verkaufen wir wieder unsere Rüstungen. So, und wir haben noch den Handelsposten von Milet. Können wir hier hinbauen. Das war aber, glaube ich, was wir nicht entsprechend favorisieren. Weizen können wir verkaufen. Den möchte ich auch für meine Stadt nutzen. So, und zweite Etage ist der Kern mit Marmor auch schon fertiggestellt. So, Lohnniveau können wir wieder auf hoch. Und wir haben es geschafft. Wir haben das Heerlager von Midas erobert. Wunderbar. Gut. Damit bleibt jetzt nur noch die Fertigstellung des Altar des Olymps, wo wir schon 83% fertiggestellt haben. Ja, und bevor wir jetzt diese Episode und dieses Abenteuer abschließen, schauen wir uns unsere Stadt Pergamon nochmal in Ruhe an und
rekapitulieren, wie wir hier bei diesem sehr umfangreichen Abenteuer unsere Stadt Stück für Stück aufgebaut haben. Oh, Kythera erholt sich, das ist doch schön. Hier fing unsere Entwicklung an mit diesem Wohngebiet. Wir haben dann hier unseren Stadtpalast gebaut und mussten auch unseren Helden Theseus rufen. Deswegen hier noch die Stadtmauer in Palastnähe. Unsere Hauptgöttin ist Aphrodite. Hier haben wir natürlich ein Heiligtum gebaut und auch den kleinen Schrein. Ja, und hier im Stadtzentrum haben wir auch den Tempel des Olymps. Anschließend an diesem Bauwerk haben wir hier unser großes Versorgungszentrum, um die ganzen Stadtgebiete entsprechend zu versorgen. Hier auf dieser Halbinsel produzieren wir unsere Oliven und unser Olivenöl und die siegreichen Kriegerkernzeuge. Das ist auch schön. Ja, wir haben hier die verschiedenen Piere. Ja, und eine Flutwelle hat diese Uferlinie hier zerstört, sodass wir hier tatsächlich alles zum größten Teil neu aufbauen mussten. Hier haben wir unsere ganzen Piere und Handelsposten. Wir konnten am Anfang tatsächlich nur Fleisch und dann Seeigel verkaufen. Gott sei Dank haben wir jetzt die Möglichkeit, Olivenöl zu verkaufen, Holz, Marmor, schwarzen Marmor und auch Getreide. Wir haben dann das Heiligtum des Atlas errichtet in der Nähe unserer Marmorwerkstätten und Schwarzmarmorwerkstätten. Ja, und im weiteren Verlauf unseres Abenteuers konnten wir auch Silber schürfen und hier unser Holz produzieren. Ja, erst recht spät konnten wir hier schwarzen Marmor abbrechen, da warteten wir auf die Experten von Atlantis. Ein Hippodrom mussten wir bauen, am Anfang ein bescheidenes, ja, und im weiteren Verlauf eins mit 52 Stadien, deswegen hier die große Verschlängerung. Wir haben dann hier das zweite Wohngebiet der Arbeiter errichtet und im weiteren Verlauf hier auch das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Wir haben Monumente gebaut wie die majestätische Pyramide und das Himmelsmonument. Ja, wir mussten auch, obwohl wir keine Farmen errichten konnten, das Heiligtum der Demeter bauen. Gott sei Dank konnten wir dann später hier Getreidefarmen aufbauen, die jetzt hier alle um das Heiligtum gruppiert sind. Und wir mussten das Heiligtum für Hera bauen. Das war auch ganz gut, weil wir wurden hier tatsächlich von Poseidon, von Zeus, Athene und Hades regelmäßig angegriffen. Das war echt nervig. Ja, und mit Hera haben wir wenigstens eine Göttin, die Zeus im Zaum hält. Ja, und den großen Schrein für Hera haben wir auch errichtet. Ganz zum Schluss haben wir noch das dritte Wohngebiet für die Arbeiter errichtet, sodass wir eine Bevölkerungszahl weit über 7000 Einwohner in Pergamon nun haben. Natürlich haben wir auch Kriegsfregatten hier an der Uferlinie aufgebaut, die auch regelmäßig von Zeus oder von Poseidon zerstört wurden. Diese Zeiten sind aber jetzt Gott sei Dank vorbei, denn wir brauchen für den Altar des Olymps nur noch 38 Marmorplatten, 8 Ladungen Holz und 7 Ladungen Orchikal. Hier mittlerweile ist auch jetzt die zweite Etage fertiggestellt. Wir fragen nochmal Atlas. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Wunderbar. So, ich baue jetzt die 2 Kunsthandwerkergilden hier auf. So, dann können die beiden hier weg, dann kann ich hier wenigstens meine Alleen noch fertig bauen. Ja, ich baue dann doch noch hier eine Mauer. Einfach nur, weil wir die Zeit dazu haben. So, und hier geht sowieso nicht weiter. Nur der Vollständigkeit halber.
Mit Atlas Hilfe haben wir den Altar des Olymps endlich fertiggestellt und haben somit alles geschafft. Alle Ziele der finalen Episode vom Abenteuer der Wahn des Midas haben wir erfüllt und schließen somit diese und auch das Abenteuer erfolgreich ab. Die Welt ist wieder im Lot. Midas ist geschlagen. Der Wind in den Binsen flüstert die Neuigkeit von Ort zu Ort. Es war von vornherein eine törichte Idee, zu glauben, sich mit uns Atlantiden anlegen zu können. Auch wenn die Friedfertigkeit eine unserer Grundtugenden ist, so wissen wir uns doch zu verteidigen, wenn es denn sein muss. Wie wir gehört haben, ist Midas bald nach seiner vernichtenden Niederlage verblichen, nachdem er offenbar einen Kübel voll Stierblut trank. Es ist ungewiss, ob dies seine Absicht war oder ob er tatsächlich dermaßen leichtgläubig war anzunehmen, den Verzehr von Stierblut zu überleben, das bekanntermaßen nur Götter vertragen. Jeder ist halt seines eigenen Glückes Schmied. Ja, ein schönes Schlusswort von unserem Tacius Nestor Clementio, der uns dieses Abenteuer begleitet hat. Lauschen wir nochmal den finalen Worten. Endlich sind also Ruhe und Frieden wieder eingekehrt und wir können uns erneut mit vollem Geiste, Herzen und Verstand unserer Forschungsmission widmen. Die Blicke des Olymps richten sich voll Bewunderung auf unsere Baukunst und die Gefahr unheilvoller Überraschungen ist gebannt. Nichts steht uns mehr im Wege. Athlons Auftrag ist erfüllt und der atlantidische Einfluss in Griechenland ist gesichert. Wir werden niemals aufhören, unser Wissen und unseren kulturellen Reichtum zu mehren. So wahr ich lebe, Atlantis wird ewig währen. Ja, wunderbar. Ein sehr anspruchsvolles, umfangreiches und langes Abenteuer haben wir hier mit der Wahn des Midas endlich fertiggestellt. Nochmal großen Dank an Julian und Lorenz Decius, die dieses Abenteuer konzipiert haben. Ja, und wenn ihr noch Lust habt, weitere selbst kreierte Abenteuer für Zeus oder Poseidon zu sehen, dann schreibt es in die Kommentare, dann kann ich auch da wieder weitere Let's Plays machen. Mir gefällt das Spiel ja nun wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, es gibt noch jede Menge interessanter Abenteuer, die wir spielen können. Aber ich lade euch natürlich ein, auch meine anderen Let's Plays anzuschauen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns irgendwann mal wieder bei einem meiner Let's Plays. Bis dahin wünsche ich wie immer alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.